Willkommen beim Halloween Special. Fürchte dich nicht vor Spinnen. Und Krabbelgetier. Ein Spinnennetzkuchen soll es sein. Lasst uns beginnen. Alle Zutaten findest du unten in der Videobeschreibung. Als allererstes geben wir 125 Gramm weiche Butter in eine Schüssel und rühren diese cremig. Noch eine Runde, meine Damen und Herren. 100 Gramm weißer Zucker und ein Päckchen Vanillezucker geben wir dann dazu und lassen es so lange einrühren, bis sich die Zuckerkristalle aufgelöst haben. 3 Eier geben wir jetzt in den Teig, aber nicht alle zusammen, sondern schön nacheinander. Für 30 Sekunden lassen wir sie dann einrühren. Und jetzt folgt Ei Nummer 2. Ihr solltet sie rechtzeitig aus dem Kühlschrank rausholen, denn sie sollen zimmerwarm sein. Oh, Nummer 3 ist ein Vampirei. Es kommt auch in den Teig, genauso wie die anderen 2. Die Eierschalen sind verschwunden. Keiner hat sie je mehr gesehen. In 200 Gramm weißen Mehl geben wir jetzt eine ganze Packung Backpulver hinein. Lasst es einfach hineinrieseln. Gefolgt von 2 Esslöffel Backkakao. Die staubtrockene Mehlmischung geben wir jetzt in unseren Teig. Einfach löffelweise hinein. Abwechselnd habe ich hier blutroten Kirschsaft. Den gießen wir dazu. Die Mehlmischung und den blutroten Kirschsaft geben wir dann so lange hinein, bis beides aufgebraucht ist. Eine Prise Salz geben wir noch hinein und ein Vanilleelixier für den guten Geschmack. 100 Gramm geraspelte Zartbitterschokolade geben wir in unseren Teig und lassen das Ganze nur noch kurz einrühren. ...350 Gramm blutrote Sauerkirschen geben wir dann dazu und mischen sie nur noch unter. Den fertigen Teig füllen wir jetzt ein in eine eingefettete Gugelhupfform. Den Ofen schüren wir nun ein auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Den fertigen Teig geben wir jetzt in unsere Form.
streicht ihn glatt und dann kommt er in den Ofen bei 180 Grad für circa 45 bis 50 Minuten. Unser Kuchen fühlt sich wohl auf dem unteren Drittel in unserem Backofen. Kommen wir zu den Spinnen. Zieht euch unbedingt weiße Geisterhandschuhe an. Passt auf, dass sie aber nicht verschwinden. Wir benötigen für die Spinnen weißen Puderzucker und Marzipanrohmasse. Beides zu gleichen Teilen kneten wir zusammen. Ich habe jetzt hier ungefähr 120 Gramm von beiden verwendet. Dann formen wir uns eine Rolle für die erste große Spinne. Ein Stückchen schneiden wir ab. Dann färben wir den Rest schwarz ein, so schwarz wie die Nacht. Aus der geformten Kugel formen wir jetzt 3 Teile. Einen Kopf, einen Bauch und die Beinchen. Mit Hilfe von 2 Kochlöffeln platzieren wir jetzt die Spinnenbeinchen. Den Bauch darauf setzen und den Kopf. Die 8. Beinchen, die kommen später noch darauf. Dann kümmern wir uns um das Rote Kreuz. Das färbe ich blutrot ein. Teile die Kugel und forme daraus ein Kreuz. Zwei Augen aus Zuckerguss bekommt jetzt noch die Spinne. Die werden einfach mit ein wenig Wasser aufgeklebt. Jetzt bringe ich noch das 8. Beinchen an und dann ist die große Spinne auch schon fertig. Ich habe dann noch eine kleine Spinne gemacht, aber das bleibt euch überlassen, wie viel ihr dann letztendlich macht. Für den schwarzen Guss zerhacke ich und schneide ich dunkle Zartbitterkuvertüre klein. Alles schön richtig klein hacken. Den gebackenen Kuchen hole ich jetzt heraus und stich hinein und schau, ob noch Teig daran klebt. Wenn nicht, ist der Kuchen fertig. Noch ein wenig auskühlen lassen und dann stürzen wir ihn auf ein Kuchengitter. Die Kuvertüre habe ich jetzt schmelzen lassen. Am besten lässt sie sich verarbeiten, wenn sie 32 Grad hat. Verteil den Guss ringsherum und streich ihn glatt. Den Kuchen stecke ich jetzt in den Kühlschrank, damit der Guss hart wird. Das Spinnennetz machen wir aus Marshmallows. Eine große Tasse, ungefähr 12 Stück, schmelzen wir. Und dann etwas verrühren. Wenn es die richtige Temperatur hat,
formen wir ein schönes Spinnennetz. Am Anfang fällt es euch wahrscheinlich schwer, aber dann wird es immer besser. Das Spinnennetz ist gemacht und jetzt kommt nur noch die Spinne darauf. Ich habe hier eine große und eine kleine. Der Spinnennetzkuchen ist jetzt fertig. Ist er nicht gruselig zuckersüß? Die blutroten Kirschen machen den Kuchen saftig und die Schokolade so süß. Es ist wirklich eine Versuchung wert. Ihr müsst ihn unbedingt nachbacken. Den leckeren Spinnennetzkuchen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes, gruseliges Halloween.